Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Unser heutiges Thema: die Euro-Pacific Bank, eine ehemals beliebte Offshore-Bank in Puerto Rico, befindet sich ja mittlerweile in Liquidation. Und das rund 2 Jahre, nachdem gegen das Institut seitens der amerikanischen Finanzbehörde IRS in Kooperation mit deren Kollegen aus UK, Kanada, Australien und den Niederlanden Ermittlungen wegen Förderung des Steuerbetrugs und der Geldwäsche aufgenommen wurden. Warum sprechen wir darüber heute? Offensichtlich stehen ja auch deutsche Kunden im Visier. Und Steuerexperte Sebastian Sauerborn kann uns mehr dazu erzählen. Sebastian, wie schaut's aus, besonders für deutsche Kunden? Na, also ganz sicher weiß man das nicht, ja, aber tatsächlich scheint es eben nach unbestätigten Angaben von Anwälten, die jetzt zum Beispiel britische Kunden der Euro-Pacific Bank vertreten, so zu sein, dass deutsche Behörden in Kontakt mit ihren Kollegen aus UK stehen, also das heißt mit dem britischen HMRC, um zu eruieren, wie sie an die Daten von in Deutschland steuerpflichtigen Kunden der Bank gelangen. Ob das tatsächlich stimmt, wer weiß, aber für möglich halte ich es natürlich schon, muss man ganz klar sagen. Weißt du Näheres? Hat die Bank viele deutsche Kunden? Also ich gehe schon davon aus, dass da einige Deutsche dabei waren, weiß es aber nicht sicher natürlich, wie viele deutsche Kunden da sind. Also die Bank hatte, so kann man aus der Presse lesen, insgesamt 8.000 Kunden, ja, und insgesamt Einlagen von $140 Millionen. Allerdings wurden eben diese Konten der EPB, Euro-Pacific Bank, natürlich auf den Websites vieler deutscher Offshore-Anbieter, diese Firmengründung Offshore und Offshore-Konten und so weiter geben, verkloppt, ja. Also das heißt, da wurde halt dann damit geworben, dass kein Informationsaustausch gibt nach OECD, CRS und die Daten bleiben garantiert geheim und so weiter und so fort, ja. Gerade natürlich auch immer die diese abstrusen Modelle wie die Flaggentheorie hier kolportieren, da wurde natürlich immer dann gerade die EPB in Puerto Rico in gewisser Weise auch glorifiziert, ja. Und es kommt natürlich hinzu, dass die EPB für viele Firmenkonstrukte in Rechtsformen, wo man sonst Schwierigkeiten hatte, Konten zu eröffnen, wird ja im Offshore-Bereich immer schwieriger. Aber wie gesagt, die EPB hat dort hier doch sehr viele Konten eröffnet und ist da gern in die Bresche gesprungen. Also die hat sich meiner Meinung nach natürlich schon sehr hohem Risiko da ausgesetzt. Kennst du selber Mandanten, die ein Konto bei der EPB haben oder hatten? Ja, den einen oder anderen schon. Also mich hat die jetzt persönlich jedoch nie so überzeugt, die Bank. Ich meine, gut, also ich hielt die eigentlich schon für solide, aber es war halt immer so, dass das dann im täglichen Anwendungsbereichen, in den ganz praktischen Bereichen doch sehr kompliziert alles war. Ja, das ging dann immer über mehrere Korrespondenzbanken und manche Banken wollten dann auch nicht an die Bank dann Geld schicken und so. Also ich fand es jetzt eher kompliziert und nicht besonders zielführend, so im Geschäftsalltag die Bank zu verwenden, was mir eben Mandanten berichtet haben. Also ich kenne jetzt niemanden wirklich, der jetzt da total begeistert gewesen wäre. Wer ist denn das eigentlich? Wer steht eigentlich hinter der EPB? Ja, das ist ganz interessant. Also die Bank wurde 2011 von dem bekannten US-Investor Peter Schiff gegründet, der auch immer noch ihr Eigentümer ist. Peter Schiff ist sehr libertär, ja, also sehr gegen Regulierung, sehr gegen Staat und generell auch ganz kritisch gegenüber dem Zentralbankensystem, dem Bankensystem generell eingestellt. Also wir haben ja heute ein Bankensystem, wo letztlich Banken mit relativ geringen Liquiditätsreserven dann über Leverage gigantische Summen der bei ihnen eingelegten Gelder zum Teil riskant investieren. Ja. Peter Schiff ist eigentlich eher jemand, der den Goldstandard vertritt. Er ist bekannt dafür geworden, dass er 2008 den Crash korrekt vorausgesagt und entsprechend auch viel verdient hat. Momentan spricht er sich sehr stark aus gegen Kryptowährungen. Ich kann mich noch erinnern, als eben die EPB gegründet wurde, 2011, zunächst mal auf St. Vincent, später nach Puerto Rico. Da wurde das auch ganz hochgehoben im Marketing letztlich, ja, dass es also keine Bank ist, wo hier mit Kundengeldern irgendwie Roulette gespielt wird, sondern eben im Grunde eingelegte Mittel werden hier nicht irgendwie auf Spiel gesetzt und von der Bank riskant investiert, sondern die sind bei der Bank, die sind sicher. Wie gesagt, also es gibt jetzt ja auch keinerlei Hinweise darauf, dass die Kundengelder in irgendeiner Weise jetzt schlecht oder unrechtmäßig behandelt worden sind oder jemals ein Risiko ausgesetzt waren. Ja, darum geht's ja hier gar nicht. Ich habe mich gefragt, du hattest es ja gerade erwähnt, ich habe mich gefragt, warum hat er seine Bank von St. Vincent nach Puerto Rico verlegt?
Ja, Puerto Rico, muss man wissen, ist ja, also das ist so eine Insel, das ist eine Karibikinsel und ist ja de facto der 51. Bundesstaat der USA, ja. Also ich meine, das Land ist immer noch formal unabhängig, aber also de facto steht das Land unter US-Kontrolle. Es gelten auch viele US-Gesetze dort und alle Puerto Ricaner sind auch gleichzeitig US-Bürger, ja. Also wenn ich jetzt dort natürlich eine Bank platziere, dann gibt es der relativ viel Glaubwürdigkeit. Ich bin so im US-Raum, gleichzeitig natürlich eben die Nachteile, kein Informationsaustausch und so weiter, können dann natürlich hier auch dann werbewirksam dann betont werden. Und natürlich ganz klar, der Finanzsektor ist in Puerto Rico trotz eben der guten Glaubwürdigkeit durch die US-Nähe eigentlich sehr lax reguliert. Die Steuern sind niedrig. Also etliche der bekannten Online-Banken, die auch in den USA tätig sind, ja, dieser Fintechs haben dort ihren Sitz. Klingt alles ganz gut, logisch, schlüssig, aber wie kam es dann letztlich trotzdem zum Knall? Naja, also es gibt ja die sogenannten J5 oder J5. Das ist eine Gruppe von 5 Steuerbehörden, nämlich USA, UK, Kanada, Australien und den Niederlanden. Und die haben begonnen, seit 2020 gegen diese Bank, gegen EPB zu ermitteln. Ja, es ging um den Vorwurf, dass die Bank systematisch Steuerbetrug und Geldwäsche ermöglicht und gefördert hat, zum Beispiel durch laxe Compliance. Im Juni 2022 wurde die Bank von den Behörden in Puerto Rico geschlossen mit der Begründung, dass sie gegen geltende KYC und andere Auflagen verstoßen hat. Jetzt wäre interessant zu wissen, was muss sich denn jetzt so ein Kunde der Bank vorstellen? Was hat er denn jetzt zu befürchten? Was könnte auf ihn zukommen? Naja, nochmal, also nach meinem Wissen sind also Mittel von Kunden, also Einlagen nicht gefährdet, darum geht's hier gar nicht, ja, sondern ich denke, jeder wird sein Geld zurückbekommen. Aber es ist natürlich so, dass wenn man sich jetzt dort in Sicherheit geglaubt hat und ein Konto bei dieser Bank, sei es jetzt für eine Unternehmung, die man kontrolliert, oder ein Privatkonto nicht bei seinen Steuerbehörden zu Hause korrekt deklariert hat und möglicherweise sich jetzt hier dem Vorwurf einer Steuerhinterziehung in Zukunft, je nachdem das Ganze hier mit der Datenweitergabe ausgeht, konfrontiert sieht, der sollte sich meiner Meinung nach so schnell wie möglich anwältlich beraten lassen. Das betrifft zunächst natürlich alle Mandanten, die jetzt in solchen J5-Ländern wohnen, USA, Kanada, Australien, Niederlande und UK. Die sind dort natürlich betroffen. Da werden schon Briefe verschickt, beziehungsweise in schlimmen Fällen Hausdurchsuchungen durchgeführt. Aber eben auch Mandanten zum Beispiel aus Deutschland und Österreich sollten sich natürlich gut überlegen, wie sie jetzt weiter vorfahren und meiner Meinung nach sich anwaltlich beraten lassen. Ja, ich glaube, da werden jetzt einige vielleicht entsetzt sein, wenn sie das so hören oder zur Kenntnis nehmen. Schließlich hat man ihnen ja versprochen und sie haben auch darauf vertraut, dass in den USA es keinen Informationsaustausch gibt, alles schön geheim bleibt, sicher ist. So, jetzt vielleicht welche grundsätzliche Empfehlung kannst du unseren Zuschauern und Zuhörern geben, die sich vielleicht so mit dem Gedanken tragen, irgendwo ein geheimes Offshore-Konto zu eröffnen? Jetzt, also dort klappt es nicht mehr mit der EPB. Also was hast du für einen Tipp? Also ich kann dir nur raten, wenn du jetzt jemand bist, lieber Zuschauer, lieber Zuhörer, der das plant, irgendwie so ein Geheimkonto zu eröffnen und das kriegt niemand raus, kein Informationsaustausch, bla bla bla. Lass es bleiben. Du hast nur Ärger damit und das kann man jetzt wiedersehen. Also natürlich, es gibt zwischen den USA und dem Rest der Welt keinen Informationsaustausch nach OECD, CAS, aber man kann ja sehen, dass wenn es hier Banken gibt, die hier als Banken bekannt sind, die Steuerhinterziehung und so weiter fördern, greifen die Behörden da ein. Informationsaustausch hin oder her. Ja, ich meine, der Informationsaustausch ist ja nur ein Aspekt. Also ich würde jedem raten, es sein zu lassen. Wer tatsächlich Potenzial hat und tatsächlich Geld sparen will durch geringe Steuern, der soll es richtig machen. Verlege deinen Wohnsitz ins Ausland. Es gibt viele Länder, wo du legal sehr wenig Steuern bezahlen kannst, weniger als 10%, weniger als 5%, manchmal gar keine Steuern. Du musst den Willen haben, das zu tun, dein Leben dorthin zu verlegen. Auf unserer Webseite Wohnsitz Ausland gibt es etliche Länder, kannst du mal anschauen. Und da brauchst du nicht auf irgendwelche scheinbar sicheren Lösungen, irgendwelche Offshore-Banken in Puerto Rico oder irgendwie so zu verlassen, sondern du kannst ganz offiziell Konten bei allen möglichen großen Banken in Europa, in den USA und sonst wo haben, in Asien, wo immer du willst. Ganz offiziell, ohne dich fürchten zu müssen, ist alles offiziell, ist alles erklärt. Du kannst deine Steuernummer angeben, du kannst es offiziell führen, ohne irgendwas befürchten zu müssen. Das ist das, was ich dir rate. Beispiel EPB zeigt jetzt wieder, es gibt eigentlich langfristig kein Entkommen.
Du kannst dich nicht mehr verhalten wie vor 30 oder 40 Jahren. Also vergiss mal diesen ganzen Kram wie die Flaggentheorie und so ein Schmarrn. Das sind alles Dinge, die nicht wirklich funktionieren. Mach es richtig, zieh ins Ausland um, sei konsequent in deinen Handlungen und dann kann man Steuern sparen. Alles andere funktioniert nicht. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Dann vielleicht noch mein Fazit zum Schluss. Also wenn auch Sie Kunde der EPB sind oder waren und gegenüber Ihrem Finanzamt nicht alle Einkünfte deklariert haben, wir raten Ihnen dringend dazu, sich anwaltlich beraten zu lassen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Wir freuen uns über Kommentare, ein Abo oder auch das Weiterleiten unserer Videos. Sebastian, vielen Dank für das informative Gespräch wieder heute.